In my life right now, there's two main themes that I'm super passionate about. In meinem Leben gibt es momentan zwei Themen, über die ich sehr leidenschaftlich bin. The first is, learning how to study the Bible properly. Und das erste ist, wie studiert man die Bibel eigentlich richtig? And the second is this new, a new deepness and passion for the gospel. Und das zweite Thema ist, eine neue, tiefe Leidenschaft fürs Evangelium zu haben. And so this morning, the title of my sermon is The Greatest Story Ever Told. Und heute ist das Thema die größte Geschichte aller Zeiten. Now, how many remember the play Heaven's Gates and Hell's Flames? Wer von euch kennt noch das Theater Heaven's Gates and Hell's Flames? If you were a Christian in the 80s, 90s, and even into the 2000s, it was a staple every year at churches all over the world. Also wenn ihr ein Christ war, so in den 80ern, 90ern, sogar teilweise in den 2000ern, dann war das jedes Jahr so ein Event. And my dad was a pastor, and so every year he'd have the team come in. Und mein Vater war eben Pastor und jedes Jahr hatte er ein Team, das kam. And being a pastor's kid, you have to act in the play. Und wenn man ein Pastorenkind ist, muss man da auch dann mitspielen. And so I was always, ages maybe 8 to 12. Und zwischen meinem Alter eher zwischen 8 bis 12 circa. And so I always played like, there's the brother and the sister and the parents. Da war zum Beispiel eine Rolle, da ging es um Bruder und Schwester und die Eltern. And every year we got in a car accident and died. Und jedes Jahr ging es um, dass sie dann einen Unfall hatten und gestorben sind. But we always went to heaven, so it was good. Aber wir kamen immer alle in den Himmel, dann war es okay. Deswegen. Now, during the play, like back in the 80s and 90s, it was good for what it was. Also für die 80er und 90er war es gut, so wie es war. But looking back, just the way it was done, I'm kind of embarrassed. Aber wenn ich mir jetzt das so anschaue, heute, so wie wir das gemacht haben, bin ich schon so ein bisschen peinlich berührt. Because at least in my opinion, things were done so cheesy. Weil das wurde so ein bisschen mies gemacht. But one thing that was good. Aber eine Sache, die war gut, is that it portrayed a visible picture of hell. Weil es hat die Hölle wirklich gezeigt. Because so many times in churches we just talk about heaven. Weil oftmals in Gemeinden, da reden wir nur über den Himmel. And we just focus on the happy part of the gospel. Und wir konzentrieren uns auf diesen frohen Teil des Evangeliums. But in this play, it showed that even, good ordinary people could still go to hell. Aber in diesem Theater hat es auch gezeigt, dass eigentlich gute, normale Leute trotzdem in die Hölle gehen können. And so I want to answer the question, firstly, what is the gospel? Und deswegen möchte ich jetzt erstmal die Frage beantworten, was ist das Evangelium eigentlich? And try to get a full picture of it. Dass wir uns ein richtiges Bild machen darüber. Not just focused on the happy part that attracts people to churches. Dass wir uns nicht nur den frohen Teil anschauen, da wo die Leute dann gerne auch in die Gemeinde kommen und das anhören. Because if you want to grow a big church, the worst thing you can do is talk about hell. Weil wenn man eigentlich eine große Gemeinde will, ist das Schlimmste, über die Hölle zu predigen. Especially in our culture and in our day. Vor allem heutzutage in unserer Kultur. And so before I actually define what it is specifically, I want to talk about what it isn't. Und bevor ich definiere, was das Evangelium eigentlich ist, möchte ich erst sagen, was es nicht ist. Because I've grown up in church my whole life, and a lot of times we put definitions to the gospel that simply aren't true. Und ich bin mein ganzes Leben in der Gemeinde aufgewachsen und oftmals geben wir den Definitionen, was Evangelium ist, was eigentlich gar nicht stimmt. And so I want to focus on kind of three main ones that I've noticed. Und da gibt es drei, die sind mir besonders aufgefallen. And so firstly, the gospel is not your testimony. Das Evangelium ist nicht dein Zeugnis. Now, testimonies are powerful. Also Zeugnisse sind natürlich super kraftvoll. And I fully believe that we need to share our story with the world. Und ich glaube absolut daran, dass wir unsere Geschichte mit der Welt mitteilen müssen. See, but the gospel is not our story. The gospel is first and foremost his story. Aber das Evangelium ist nicht unsere Geschichte, sondern
seine Geschichte. Because when we make the mistake of thinking that our testimony is the gospel, Weil wenn wir den Fehler begehen und denken, unsere Geschichte ist das Evangelium, then sometimes this lie can kind of creep in our head, dann kommt so ein bisschen diese Lüge in unseren Kopf. and we think that, well, if we don't have this crazy past where we did all this bad stuff, Dann denken wir, oh, wenn wir nicht eine verrückte Vergangenheit haben, wo wir alle diese schlechten Sachen gemacht haben, then we can't preach the gospel. dann können wir das Evangelium nicht verkünden. And so many Christians feel insecure, Und dann fühlen sich viele Christen so ein bisschen unsicher, feel like they're not relevant, that why would anyone listen to what I have to say, because I haven't done anything. die fühlen sich nicht wichtig und denken, was soll ich überhaupt erzählen, weil ich habe ja gar nichts Schlimmes gemacht. When the reality is, the gospel is his story first and foremost. Aber die Wahrheit ist, dass es seine Geschichte ist. Secondly, the Zweitens. gospel is not loving God and loving people. Das Evangelium ist nicht, liebe Gott und deinen Nächsten. And I've heard this so many times, Und ich habe das so oft gehört. but this phrase is a summary of the law. Aber dieser Satz ist eigentlich das Gesetz, es stellt das Gesetz dar. It's a summary of the 10 Commandments. Das fasst das Gesetz zusammen. The first 4 commandments are between man and God, Weil die ersten 4 Gesetze sind zwischen Mensch und Gott and commandments 5 through 10 are between human to human. und die Gesetze 5 bis 10 sind zwischen Menschen. So to say love God and love people is essentially to say obey the law. Das heißt, wenn wir diesen Satz hören, liebe Gott und deinen Nächsten, geht es eigentlich ums Gesetz. Now that's important. Und das ist sehr, sehr wichtig. We have to obey God and love people. Wir müssen dem Gesetz gehorchen und Menschen lieben. But the gospel is not the law in what we do. Aber das Evangelium ist nicht das Gesetz und was wir tun, The gospel has to do with what he did. sondern das Evangelium geht darum, was er getan hat. And thirdly, Und drittens, the gospel is not that God has a perfect plan for your life and wants you to succeed. das Evangelium ist nicht, dass Gott einen perfekten Plan für dich hat und er möchte, dass du erfolgreich bist. Now this is true. Das stimmt We zwar, believe this, wir glauben daran, that God has created everyone with a purpose and a hope and a destiny and a future. dass Gott jeden gemacht hat mit einer Hoffnung, mit einer Bestimmung. But that in and of itself is not the gospel. Aber diese Wahrheit an sich ist noch nicht das Evangelium. It's a result of the gospel. Das ist nur ein Resultat des Evangeliums. But if you went around telling people just that God has a plan for their life Aber wenn du nur rumläufst und sagst, hey, Gott hat einen Plan für dein Leben and said nothing to do with Jesus, und es hat eigentlich gar nichts zu tun mit Jesus, then you didn't preach the gospel. dann hast du immer noch nicht das Evangelium verkündet. So the gospel is his story. Also das Evangelium ist seine Geschichte. The gospel is not the law, Also es ist nicht das Gesetz and the gospel is not that God just has a perfect plan for your life, though that's true. und nicht, dass es Gott einfach einen perfekten Plan für dich hat, obwohl es stimmt. So what is the gospel? Also was ist das Evangelium? And so I'm going to go into greater detail in a few minutes, but I'll just give a brief definition. Und ich werde gleich noch mit tiefer reingehen, aber ich gebe euch jetzt erstmal so eine kurze Definition. The gospel simply means good news or a good message. Also Evangelium heißt einfach nur gute Neuigkeiten, eine gute Nachricht. Now, good message about what? Also eine gute Neuigkeit über was? And so the gospel is the good news or the good message about Jesus Christ and the salvation that he brought to humanity. Also die gute Nachricht geht eigentlich um Jesus und was er durch das Kreuz der Menschheit gegeben hat, die Errettung. And so what's salvation? Also was ist Errettung? It's the deliverance from the power and effects of sin. Das ist die Befreiung von der Kraft und Auswirkung von Sünde. So the gospel is the good news about what Jesus did Also das Evangelium sind die guten Neuigkeiten über das, was Jesus getan hat, in delivering humanity from the power and the effects of sin. das uns befreit von der Kraft und von der Auswirkung von Sünde. And so, why is the gospel good news? Also warum ist das Evangelium eigentlich gute Neuigkeit? Because for there to be good news, there had to be bad news. Damit es natürlich gute Neuigkeiten gibt, muss es erstmal auch schlechte Neuigkeiten geben. Otherwise, we would have no way to kind of define what actually is good. Weil sonst können wir das Gute gar nicht definieren. And so, I want to spend a few minutes talking or trying to answer this question. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Minuten nehmen, um diese Frage zu beantworten. That what was the spiritual condition of every person who was separated from Jesus? Was war der geistliche Zustand von jeder Person, die von Jesus getrennt war? Because to get a full appreciation
for how amazing the gospel actually is, damit wir wirklich wertschätzen können, wie powerful das Evangelium wirklich ist. we need to be confronted with the reality of what we were actually saved from, the bad news. Da müssen wir erst verstehen, von was wir überhaupt errettet worden sind, diese schlechten Neuigkeiten. And so to do that, we're going to look at Ephesians 2, verses 1 to 3. Und um das zu tun, gehen wir jetzt in Epheser 2, 1 bis 3. And I'm just going to read it and then we'll chat about it. Und ich werde es einfach lesen und dann werden wir darüber uns unterhalten. Ephesians 2, verses 1 to 3. Epheser 2, 1 bis 3. It says, "And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind." Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. So what do we see here? Also was sehen wir hier? I'll point out three things. Und ich möchte hier einfach nur 3 Sachen hervorheben. In verse 1, we see that we were dead in trespasses and sins. In Vers 1 sehen wir, dass wir tot waren durch unsere Übertretungen und Sünde. Now that word dead means to be completely indifferent toward the things of God. Und dieses Wort tot bedeutet, dass wir komplett gleichgültig gegenüber den Sachen Gottes waren. Essentially, it means that God was actually dead to you. Also Gott war wie tot für uns. Everything that God liked, God cared about, God's rules, God's law, meant absolutely nothing to you. Also alles, was Gott wichtig ist, seine Regeln, was ihm am Herzen ist, hat uns nichts bedeutet. As far as we were concerned, God was dead, and everything associated with God, I could give a rip about. Also uns könnte Gott nicht weniger interessieren, für uns ist Gott tot und uns interessierte einfach nicht. We were dead. Wir waren tot. And trespasses and sins means that in every area of life, Und Übertretung oder Sünde bedeutet das in jedem Bereich unseres Lebens. every act, every thought, action, feeling, attitude, motive, Jede Handlung, jedes Gefühl, jede Handlung, die wir getan haben. we missed the mark, we fell short, we broke God's standard, broke God's law. Da haben wir versagt, da konnten wir seinen Standard nicht erfüllen und haben das Gesetz gebrochen. So we lived our lives in such a way that proved that we believed that God wasn't even real and that we didn't even care. Also wir haben so gelebt, dass eigentlich gezeigt hat, hey, wir glauben nicht an Gott und er ist eh nicht real. So we were completely and utterly indifferent towards God. Also uns war Gott völlig gleichgültig. Number 2, Nummer 2, Punkt 2. in verse 2 we see that we followed the devil and his way of living. In Vers 2 sehen wir, dass wir dem Teufel gefolgt sind und seinen Willen getan haben. See, everyone here, whether you realize it or not, you followed the devil at one point. Also jeder, der hier ist, ob ihr es vielleicht schon bemerkt habt oder nicht, an irgendeinem Punkt in eurem Leben seid dem Teufel gefolgt. And not only did we willingly follow him, but we actually chose in our will to follow him. Und wir haben das mit vollem Bewusstsein gemacht und wir haben es dazu entschieden. And you may say, well, I never remember consciously choosing, I'm going to follow the devil. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich habe mich eigentlich jetzt nie wirklich entschieden, dem Teufel zu folgen. But Jesus said that there's only one way to heaven, that's through me. Aber Jesus sagt, him. es gibt nur einen Weg zum Himmel und das ist durch mich, Jesus. Which means there's one way, so every other way, Also es gibt nur einen Weg, das heißt, dass jeder andere Weg, who are you following? wem folgt ihr dann? There's only one way to heaven, that's through Jesus. Every other way, you're following the devil. Es gibt nur einen Weg zum Himmel und jeder andere Weg führt woanders hin. And that's what gives Christians this kind of bad label, and where we're judgmental and where we're, not loving. Und deswegen denken manche Menschen über die Christen, dass sie sehr verurteilend sind und nicht lieben. Because we preach that there's just one way, and the world loves to think that there's
hundreds of ways to heaven. Weil wir ihm predigen, dass es nur einen Weg zum Himmel gibt. Und die Welt liebt es natürlich, ganz viele Wege zu haben. And not only did we choose to follow the devil, but we actually loved our sin. Und wir haben uns nicht nur entschieden, dem Teufel zu folgen, wir haben sogar unsere Sünde geliebt. We loved following him. Wir haben es geliebt, ihm zu folgen. And so many times we present ourselves as Christians as people as victims of sin. Und oftmals zeigen wir uns selber als Christen so als Opfer der Sünde. But the reality is, we actually chose to do these things because we loved it. Aber die Wahrheit ist, eigentlich haben wir die Sachen getan, weil wir es geliebt haben. We loved to go against the things of God. Wir haben es geliebt, gegen die Sachen Gottes zu gehen. It's not that, the devil had to, tie our hands up and force us to do things. Der Teufel musste uns nicht irgendwie festbinden und uns zwingen, das zu tun. We wanted to chase after all the sinful desires and pleasures in our hearts. Sondern in unserem Herzen wollten wir diesen sündigen Sachen nachgehen. And so we weren't necessarily just victims. Also wir waren nicht unbedingt nur Opfer. And I may offend someone, but it's not my heart. Vielleicht greife ich jetzt jemand an und das ist aber eigentlich gar nicht mein Herz. But this picture of the whole world drowning in an ocean, reaching out for God to save them. Dieses Bild, wo wir gesehen haben, dass alle Menschen in diesem Meer sind und sie ertrinken und sie möchten eigentlich gerettet werden. That's not what we see here. Das sehen wir hier nicht in der We Stelle. didn't want to be saved. Wir wollten gar nicht gerettet werden. We were completely happy and content doing our own thing, going our own way. Wir waren total glücklich, dass wir so unser eigenes Ding machen und ja. We loved to follow our own sinful lusts and desires. Wir haben es geliebt, unseren eigenen sündigen Wünschen nachzugehen. Colossians 1:21 says this. In Kolosser 1:21 heißt es. It says, "And you who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds." Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. We were people who loved doing evil deeds. Wir waren Leute, die haben gerne böse Sachen gemacht. Now I have a question. Und ich habe eine Can Frage. an evil person do something good? Kann eine böse Person auch etwas Gutes tun? Yeah. Ja. Now, does that make him a good person? Aber ist er deswegen eine gute Person? If someone goes out and kills 15 people today, Also wenn jetzt jemand rausgeht und 15 Leute einfach tötet and then next week comes and gives 500,000 for the hall, und dann kommt er nächste Woche und gibt 500.000 für die Halle, are they a good person? sind sie eine gute Person? No, they're evil. Nein, die sind böse. And so we live in a culture and a society that loves to believe that everyone is good. Und in unserer Kultur, da wünschen wir uns immer so sehr, dass einfach jeder eigentlich Some of gut us ist. just lost our way, but we're all inherently just good in our hearts. Vielleicht hat jemand ein bisschen den falschen Weg eingeschlagen, aber eigentlich sind wir alle gut innen drin. No, Paul says Aber you were Paulus hostile in sagt, mind, doing evil deeds. Aber Paulus sagt ganz klar, ihr wart Feinde Gottes und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. We don't live in this system where the good has to outweigh the bad, and if that happens, then it's okay. Wir leben nicht in einem System, wo das Gute das Böse halt übertreffen muss. Our goodness before God, apart from Jesus, means nothing. Aber alles, was gut in uns ist, getrennt von Jesus, bedeutet eigentlich gar nichts. We get no spiritual credit with him. Wir kriegen keine geistlichen Punkte dafür. I think it says in Isaiah that our goodness in God's perspective is like filthy rags. Und in Jesaja heißt es, In Isaiah, that our goodness is like filthy rags. dass unsere Güte Dirty wie towels. dreckige Handtücher sind. That's wrong translation. Altes Englisch. And so we follow the devil because at the core of our beings, we were evil. Und von der Grundlage unseres Seins waren wir böse und sind dem Teufel gefolgt. And I'm not trying to be dramatic or be, purposely harsh. It's just the reality of the situation. Und ich will jetzt einfach nicht nur dramatisch sein, aber es ist einfach die Wahrheit. Number 3, we see in verse 3 Und Nummer 3, da sehen wir in Vers 3, that we were children of wrath. dass wir Kinder des Bösen waren. And I also want to read 1 John 3, verse 10. Und ich möchte dazu einfach noch 1. Johannes 3, Vers 10 Not 2, lesen. verse 10. Nicht 2, Vers 10. It says, "By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil." Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. And so, as children of the devil Also als Kinder des Teufels and as children under wrath,
Und als Kinder des Bösen, des Zornes. It means that word wrath means punishment. Und Zorn bedeutet eigentlich Strafe. So to be a child of the devil, to be a child of wrath, means to be a child of punishment. Das heißt, wenn wir ein Kind des Bösen sind, ein Kind des Zornes, sind wir eigentlich ein Kind der Strafe. Like that's who we were. Das waren wir. We were chasing and living out the sinful desires of our spiritual father, the devil, and we loved it. Wir sind unseren sündigen Leidenschaften nachgegangen und haben den Teufel nachgefolgt. And so just let that sink in this morning. Und lasst uns das einfach mal kurz verstehen und einsacken. That if you were a Christian, this is where you were. Also wenn du jetzt vielleicht ein Christ bist, das warst du. And this morning, if you're here and you don't know Jesus, that this is where you are now. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht, da bist du jetzt in diesem Moment. You're a child of wrath. Du bist ein Kind des Zornes. And this was the reality for all humanity. Und das ist die Wahrheit für die ganze Menschheit. And God had every right. Und Gott hatte jedes And he would Recht, be just and fair gerecht zu sein und fair zu sein, to judge humanity and send everyone to hell. die ganze Menschheit zu verurteilen und in die Hölle zu senden. Because right now in our own culture, if someone commits murder, Auch in unserer heutigen Kultur, wenn jemand einen Mord begeht they stand before a judge and they get, sentenced guilty, und dann gehen sie vors Gericht und dann werden sie verurteilt, schuldig gesprochen, and then they have to go to prison. dann müssen sie ins Gefängnis And so we say yes and amen. That's justice. und dann sagen wir Ja und Amen, das ist Gerechtigkeit. So when we commit and break the law of Almighty God of the universe, Aber wenn wir jetzt das Gesetz des allmächtigen Gottes der Welt brechen, the punishment has to fit the crime. dann muss die Strafe dem Verbrechen gleichkommen. And so the punishment is hell. Und die Strafe ist eigentlich die Hölle. And so this whole idea, God's a God of love. He would never send people to hell. Und dieser ganze Gedanke, ja, aber Gott liebt uns doch und er würde nie Leute in die Hölle senden. And it's this whole internal debate of defining what God is love actually means. Und dann haben wir immer so eine Debatte, was eigentlich die Liebe Gottes bedeutet. And God is love does not mean that he's okay with sin. Aber Gottes Liebe bedeutet nicht, dass es okay ist, wenn wir sündigen. If there was a judge here in Germany, Wenn hier ein Richter wäre in Freiburg and every person that came before him, so every rapist, every murderer, every, drug dealer, und jeder Verbrecher käme vor diesen Richter, Vergewaltiger, Drogenhändler, Mörder, came before him and he was like, you know what? I know you killed 15 people, but you're still good inside. und er würde sagen, hey, du hast 15 Leute getötet, aber du bist eigentlich gut innen drinne. I'll just let you go. Ich lasse dich gehen. I know that you raped 10 women, but I know that deep down you really didn't mean it and that there's some good in you, so I'll let you go. Und ja, ich weiß, du hast vielleicht 10 Frauen vergewaltigt, aber hey, eigentlich tief drin bist du ein guter Mensch. Ich lasse dich gehen. Now, what would we think about that judge? Was würden wir über diesen Richter denken? He'd be crooked, he'd be corrupt, he wouldn't have a job for much longer. Er wäre korrupt und er hätte wirklich nicht seinen Job viel länger. So then why do we get all crazy about the idea of God judging sin? Also warum sind wir dann so am Durchdrehen, wenn wir daran denken, dass Gott auch Sünde verurteilt? We live in a culture and society that applauds justice. In unserer Kultur, da applaudieren wir, wenn Gerechtigkeit geübt wird. And so why do we think that when God judges sin, it's bad? Also warum denken wir, wenn Gott auch Sünde urteilt, dass es schlecht ist? God can't do that because then he wouldn't be loving. Gott kann es nicht machen, weil dann ist er ja nicht liebevoll. Well, if God turned a blind eye to sin, Aber wenn er einfach sich wegdrehen würde zur and just Sünde always was like, it's okay, und er wie blind wäre und sagt, hey, ist das in Ordnung, then he would cease to be a good God. dann wäre er kein guter Gott. His goodness is attached to his justice. Seine Güte ist mit seiner Gerechtigkeit verbunden. It's not one or the other. Es ist nicht nur eins oder das andere. And so God could have left humanity in this state of judgment. Und Gott hätte uns Menschen einfach in diesem Zustand des Gerichtes oder Verurteilung lassen können. And he would have been just and right and fair to do so. Und damit wäre er gerecht gewesen und fair und richtig. But let's thank God that Paul doesn't stop writing after verse 3. Aber wir danken natürlich Gott, dass Paulus da nicht aufgehört hat mit Schreiben.
And so now we get to the good news. Und jetzt kommen wir zu den guten Neuigkeiten. And so was that as the foundation and the kind of the backdrop to the gospel story, Aber das war jetzt einfach die Grundlagen und nochmal so ein Revue where there was passieren no hope for der humanity. Geschichte, als es keine Hoffnung für die Menschheit gab. All were lost. Wir waren alle verloren. All were dead and completely indifferent towards God. Wir waren tot, Gott war uns gleichgültig. We see verse 4, it says, but God, Und dann sehen wir aber in 4, aber Gott, being rich in mercy, reich an Gnade, because of the great love with which he had for us, wegen seiner großen Liebe, die er für uns hatte. even when we were dead in the trespasses and sins, Und auch wenn wir in unseren Vergehungen tot waren, made us alive with Christ. hat uns lebendig durch Christus gemacht. By grace you have been saved. Durch Gnade sind wir gerettet. Because of his great love and his mercy. Wegen seiner großen Liebe und seiner Gnade. And so here's the crazy part. Even when we were dead, Und hier ist das Verrückte, obwohl wir tot waren. it didn't say even when people were reaching out and asking for him to come. Es war nicht so, obwohl Menschen ihm zugeschrien haben. Or even when people were trying their best to fix themselves. Und obwohl Menschen versucht haben, sich so gut es geht, selber wieder gut, schön zu machen. It says when we were dead. Sondern es hieß, als wir tot waren. When you were at your worst. Als du an deinem schlimmsten The Punkt warst. furthest away from God you possibly could be. Am weitesten entfernt von Gott, wie du nur sein kannst. In that place Jesus chose to come. An diesem Ort hat Jesus sich entschlossen, jetzt komme ich. Now that's good news. Und das sind gute Neuigkeiten. It says in Ephesians 1, I believe, that even before the foundation of the world, Jesus chose to come. Und es heißt, glaube ich, in Epheser 1, dass vor Grundlegen der Welt hat Jesus sich entschlossen zu kommen. And so there is nothing that you and I did to make him come or to cause him to come. Also es gab nichts, was du und ich hätten tun können, dass er kommen wollte. It was literally all out of his love and his mercy and his grace that he came. Es geschah wirklich nur durch seine Liebe und seine Gnade, dass er gekommen ist. We contributed nothing. Wir haben nichts dazu getan. Do you understand this? Verstehen wir das? We did nothing. Wir haben nichts dafür getan. We already discussed what we deserved and where we were. Wir haben ja schon darüber geredet, was wir eigentlich verdient hätten, wo wir standen. That is why the love of God is so crazy and so huge. Und deswegen ist die Liebe Gottes so verrückt und so riesengroß. That he came to people who didn't even know him, didn't even want him, didn't even care. Dass er zu Menschen kam, die ihn nicht kannten, die ihn nicht wollten und denen es nicht mehr interessiert hat. He came to a world that he owns, that he created. Er kam in eine Welt, die er selber geschaffen hat, Filled with people that he created. voller Menschen, die er geschaffen hat. And let them kill him for them. Und dann hat er sich von denen töten lassen für sie. This is the good news. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. That he lived a perfect and sinless life. Dass er ein perfektes, sündenloses Leben gelebt hat. Like, have you just thought about that? That he never even sinned one time. Hast du mal darüber nachgedacht, dass er nicht einmal gesündigt hat? Not one inappropriate thought. Kein einziger unangemessener Not Gedanke. one selfish motive or ambition. Kein einzige selbstsüchtige Ziele nachfolgen. For his whole life. Sein ganzes Leben lang. That's crazy. Das ist verrückt. And so he lives this perfect life that you and I were supposed to live, but couldn't and didn't want to. Also er hat dieses perfekte Leben gelebt, das wir eigentlich hätten leben sollen, aber wir haben es nicht geschafft und wir wollten es auch nicht. And then he gives us his perfection. He gives us his holiness and his righteousness. Dann gibt er uns seine Perfektion, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. And then takes our sin. Und dann nimmt er dafür unsere Sünden. And then dies on the cross in our place. Und stirbt für uns am Kreuz. And then rises from the dead, conquering sin and death so we can spend forever with him. Und ist wieder aufgestanden und hat den Tod überwunden, damit wir jetzt mit ihm leben können. And so this is the message that you and I have been entrusted with to share with the world. Und diese gute Neuigkeiten, damit wurden wir anvertraut, dass wir sie weitergeben an die Welt.
do we not see that it is good? Sehen wir denn nicht, dass sie gut ist? I mean, really good. Sehr gut. I mean, life-changing, Also gut-wrenching, lebensverändernd, in your heart, amazing. tiefgreifend, gut. Because without it, we know the other option. Weil wir wissen, wenn er es nicht gemacht Yet hätte, we was live our passiert wäre. lives just like, yeah, it's just, Jesus is good and Und wir leben so unser Leben, denken, no ja, passion, no Jesus life, ist gut, no focus, no keine Leidenschaft. dedication, no faithfulness. Wir geben uns nicht wirklich hin, wir sind nicht treu, wir sind nicht leidenschaftlich. We have the greatest story ever told, yet we keep it hidden. Wir haben die größte Geschichte, die je erzählt wurde, aber wir verstecken sie. So the Apostle Paul, he writes to the church at Thessalonica. Und Paulus schreibt an Thessalonik. And in 1 Thessalonians 1 verse 5, he says this. Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 5. He says, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur in Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. And so we can see here that this gospel, this good news that we have, Und wir sehen hier, dass das Evangelium, diese guten Neuigkeiten, die wir haben, that it came to the church in 4 distinct ways. dass es in 4 Arten zu der Gemeinde kam. And so the gospel is not just an idea or concept, Also das Evangelium ist nicht nur eine Idee oder ein gutes Konzept, but it has to be received. sondern es muss empfangen werden. It says it came to them. It's this supernatural acceptance. Es ist wie so eine, es heißt, es kam zu ihnen und das ist so ein übernatürliches Annehmen. And so I just want to quickly walk through these 4 ways in which the gospel comes. Und ich möchte jetzt über diese 4 Arten, wie das Evangelium kommt, reden. And so the first is by the word. Und das erste ist durch das Wort. Now the word is the word, Das Wort ist das Wort. but the word is also through our mouths. Aber das Wort ist auch durch unseren Mund, durch I'm unsere sure Wörter. everyone here who's accepted Jesus, Und ich bin mir sicher, dass jeder, der Jesus angenommen hat hier, most of us came to Christ because we heard a message. die meisten sind zu Jesus gekommen, indem sie eine Someone- Nachricht gehört haben. Someone preached to us, someone shared the gospel with us, someone spoke to us in some way about Jesus. Jemand hat gepredigt oder jemand hat irgendwie uns was erzählt von Jesus. Now, the gospel should not just be preached by a pastor on a Sunday Aber das Evangelium sollte nicht nur von einem Pastor am Sonntag gepredigt werden or at the end of a sermon when we do a salvation call, oder am Ende von der Predigt, wenn wir dann einen Aufruf machen, but the gospel has been entrusted to every Christian sondern das Evangelium wurde jedem Christen anvertraut. for us to take this message out there to everyone else. Dass wir diese Neuigkeit nehmen und rausbringen zu jedem. And we see this in the life of the Apostle Paul. Und wir sehen das im Leben vom Apostel Paulus. He preaches the gospel to everybody. Er hat jedem das Evangelium erzählt. Whether he's in jail, he's preaching to the jailers. Als er im Gefängnis war, hat er dann den Whether Gefängniswächtern he's davon erzählt. taken to court, he's preaching to the judges and to the government authorities. Als er zum Gericht gebracht wurde, hat er zum Richter und zu den Autoritäten He's dort debating gepredigt. with Greek philosophers, Mit griechischen the Philosophen, religious leaders, den religiösen Leitern people of the occult, und Leute, die in Sekten waren. regular common folk, Einfach normalen Leuten, Christians, Christen, kids, Kindern, everyone. jedem. He was obsessed. Er war davon besessen. And it didn't matter what the penalty, what the cost was, he was going to preach the gospel. Egal was der Preis war, egal was er dafür zahlen musste, er wollte immer das Evangelium predigen. And so the gospel is not just to stay in the 4 walls of the church. Also es sollte nicht nur in den 4 Wänden der Gemeinde bleiben, It's meant to be carried out by the church, because remember the last sermon I preached, we are the church. sondern es soll rausgetragen von der Gemeinde. Das letzte Mal, als ich darüber gepredigt habe, wir sind die Gemeinde. And so we take this message out there. Also bringen wir diese guten Neuigkeiten raus. The gospel comes by word. Das Evangelium kommt durch Worte. Secondly, the gospel comes Und als zweites, das Evangelium kommt in power. durch Kraft. Now there is a common theme that you'll see all throughout the New Testament, Und wir sehen dieses Thema immer wieder im Neuen Testament. that word and power always went together. Wort und Kraft sind immer zusammengegangen. And there are so many verses that say this, but I'm just going to read you 4. Und es gibt so viele Verse, die das sagen, aber ich lese jetzt nur 4. You don't have to turn there, I'll just do it quick. Wir müssen da jetzt nicht hingehen, wir machen es ganz schnell. So 1 Corinthians 2:4,
1. Korinther 2, 1, 4. It says, "And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power." Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Mark 16:20, "And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs." Markus 16, Vers 20. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Acts 8:6, "And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard and saw the signs that he did." Apostelgeschichte 8, 5 bis 6. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Romans 15, 18 and 19, "For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience, by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God." Ich würde es nicht wagen, auf etwas anderes stolz zu sein als auf Christus, der die anderen Völker durch mein Reden und Tun zu Gott geführt hat. Ich habe sie gewonnen durch die Wunder, die als Zeichen Gottes durch mich geschahen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise habe ich die Botschaft von Christus überall verbreitet. And so, somehow, throughout, from the first century till now, Und irgendwie durch das 1. Jahrhundert bis jetzt in the general landscape of the church, und allgemein in den Gemeinden, there was this great divorce between word and power. da ist diese große Scheidung zwischen Wort und Kraft. And so we as the church, we became okay with the gospel just being a story, Und es war okay für uns Gemeinde, dass das Evangelium nur eine Geschichte ist, die wir erzählen. that we have to try and persuade and convince people to believe in just by using words. Und dass wir Leute irgendwie überreden müssen und dazu hinbringen müssen, zu glauben, einfach nur durch Worte. Just trying to appeal to the intellect. Einfach, dass es dem Verstand Sinn macht. And so we've tried yelling it at people, Und dann haben wir versucht, die Leute anzuschreien, threatening people, ihnen Angst zu machen, judging die people, Leute zu verurteilen trying to reason and use all deep theological terms and concepts. und Gründe zu finden und so viel theologische, tiefgründige Konzepte. Or we've tried to come up with creative ways like having fancy lights or a nice huge church building or all these extra things. Oder wir haben versucht, durch kreative Sachen Leute zu gewinnen und durch ein großes Gebäude mit verrückten Lichtern. But the power is nowhere to be found. Aber die Kraft wird nicht gefunden. And Jesus even said, he said, "If you don't believe me by what I say, believe me by the works that I do." Und Jesus hat es selber gesagt, wenn ihr nicht glaubt, was ich sage, dann glaubt durch das, was ich tue. And so the gospel is not just this historical story that we tell. Also das Evangelium ist nicht nur ein historisches Event, das wir halt erzählen, It's a story that is alive, that actually has power. sondern es ist eine Geschichte, die lebendig ist und die wirklich Kraft hat. And so we see, especially through the book of Acts, when they were preaching the gospel, miracles and signs were happening. Und wir sehen es vor allem im Buch der Apostelgeschichte, dass wenn sie das Evangelium predigten, Wunder und Zeichen und Wunder geschehen And sind. if there were signs and wonders happening, the gospel was being preached. Und wann immer Zeichen und Wunder geschehen sind, dann wurde das Evangelium gepredigt. There was no we have to, power wasn't this theological idea that we like to think about. Die Kraft war nicht nur eine theologische Idee, die wir gerne mal drüber nachdenken würden. That theoretically we know it's true, but I've never really seen it, so I'm just going to keep it over here. Dass wir denken, oh, theoretisch ist es wahr und es ist gut, aber ich habe es noch nie gesehen, deswegen lassen wir es mal. But in the Bible, that thought wasn't even in their head. Aber dieser Gedanke war in der Bibel nicht mal im Kopf. It was gospel and power, it was normal. Es war einfach nur das Evangelium und die Power und es war normal. And that normalcy, that reality needs to become normal again in the church. Und diese Realität, diese Wahrheit muss wieder